Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Diese Woche geht es mit meiner Landsknechtsarmee weiter, und zwar mit der Artillerie. In den vorherigen Videos habe ich in der Zeit der Landsknechte, also im 15. und 16. Jahrhundert begonnen und bin dann durch die Epochen zum Teil bis ins 19. Jahrhundert gewandert. Dieses Mal beginne ich direkt im 17. Jahrhundert, also in der Zeit, in der das Landsknechtswesen, so wie ich es mit meinen Modellen darstelle, schon gar nicht mehr existiert hat. Das hat allerdings auch einen Grund. Statt euch etwas über Kanonenguss und Entwicklung von Kanonen zu erzählen, habe ich mir etwas ausgesucht, was vermutlich die wenigsten von euch kennen oder vielleicht auch gar noch nicht mal gehört haben. Die Lederkanone. Als Modell habe ich sie nicht, aber ich habe hier zwei imperiale Kanonen. Eine ist die Standard-Großkanone von GW, die andere kommt aus dem Drucker und ist von Last Sword. Im Gegensatz zu den beiden Modellen hier war die Lederkanone ein sehr leichtes Geschütz, das Anfang des 17. Jahrhunderts eine kurze Blütezeit erlebte. Zuerst eingesetzt wurde die Lederkanone in Schweden zwischen 1627 und 1630. Die Kanone bestand aus einem Kupfer- oder Eisenrohr, um das Leinen, Tauwerk und Eisenringe zur Verstärkung gewickelt wurden. Das Ganze wurde mit Leder ummantelt und ruhte auf einer ca. 140 Kilogramm schweren Lafette. Die Lederkanone wog damit nur ein Drittel eines normalen Feldgeschützes. Sie konnte deshalb von nur einem Pferd oder der Mannschaft selbst sehr schnell bewegt werden, was in der Schlacht und in unwegsamem Gelände einen großen Vorteil bot. Allerdings hatte diese Konstruktion auch Nachteile. Aufgrund der leichten Bauweise war über lange Zeit hinweg nur der Schuss mit Kartätschen und nicht mit Vollkugeln möglich. Der Einsatz von Kartätschen entsprach aber genau dem Konzept der Lederkanonen, denn die war zur Unterstützung von Infanterie konzipiert worden. Der vielleicht größte Nachteil der Lederkanone war, dass man mit ihr nur 10 bis 12 Schuss abgeben konnte, bis das Rohr so heiß war, dass die Kanone abkühlen musste. Das dauerte allerdings aufgrund der Bauweise der Kanone sehr lange. Über den Erfinder der Lederkanone gibt es keine genauen Angaben. Erstmalig belegt ist der Bau von Lederkanonen durch den Schweizer Philipp Eberhard aus Zürich, der war dort für die Stadtbefestigungen zuständig. Am 9. Januar 1623 erhielten Eberhard und sein Schwager, der Kupferschmiedemeister Alexander Bier oder auch Brüher, das ist nicht ganz sicher, den Auftrag für die Herstellung einer Lederkanone. Von 1623 bis 1627 stellten sie 5 Kanonen als Vorder- und auch als Hinterlader her, sowie 4 Ledermörser. Die Lederkanonen wurden als stationäre Geschütze in die Stadtbefestigungen integriert. Zur Zeit der Erprobungen besuchte auch ein gewisser Obrist Wurmbrand Zürich. 1625 bot ein gewisser Melchior Wurmbrand. Ob es sich dabei um den Obristen Wurmbrand handelt, der Zürich besucht hat, ist nicht belegt. Seine Version der Lederkanone Gustav Adolf II. Von Schweden an. Nach Erprobungen im Juli desselben Jahres bekam er den Auftrag zum Bau der Lederkanonen, die ausschließlich für die Traubenhagelmunition ausgelegt waren. Ein wichtiger Punkt der Entwicklung dieser leichten Geschütze waren die Heeresreformen Gustav Adolfs II., die auf eine weit offensivere Kriegsführung ausgelegt waren. Die Geschütze, die normalerweise eingesetzt wurden, waren zu schwerfällig, um mit der Kavallerie Schritt halten zu können. Das neue Geschütz war leicht genug, dass es 2 Soldaten tragen konnten und war entsprechend beweglich. Ihren ersten militärischen Einsatz hatten die Kanonen im polnisch-schwedischen Krieg bei der Belagerung von Wormdyt. Das ist heute eine Kleinstadt in Polen. Den Höhepunkt ihres Einsatzes hatten sie während den Kämpfen an der Weichselmündung, als 8 Lederkanonen durch ein für Kanonen als unüberwindbar geltendes Gebiet nahe an die polnische Blockadeflotte herangebracht wurden und diese größtenteils vernichteten. Allerdings zeigte sich hier auch dann der schon erwähnte Nachteil der Konstruktion. Es konnten eben nur 10 bis 12 Schuss abgefeuert werden, bis das Rohr auskühlen musste. Dieses Problem und die arbeitsintensive Herstellung, an der Herstellung der Kanonen waren 2 Zinngießer, ein Seiler, ein Kanonengießer sowie Sattler, Goldschläger und Papiermacher beteiligt, führten dazu, dass die erste Serie bereits 1630 wieder ausgemustert wurde. Hinzu kam außerdem, dass die Lederumwicklung stark witterungsanfällig war. 2 Jahre vorher, 1628, tauchen 2 andere bis dahin unbekannte Erfinder auf. Der Deutsche Ludwig Ripp und der Schotte Robert Scott. Scott, sein Neffe und ein gewisser James Turner waren bereits 1623 in schwedische Dienste getreten und hatten so die Lederkanonen kennengelernt. Sie entwickelten den Geschütztyp weiter und im Januar 1628 fand ein Vergleichsschießen zwischen der Kanone von Ripps und Scotts statt. Allerdings wurde keine der beiden Typen angenommen. Scott verlangte 14.800 Taler für seine Erfindung und von Ripps Kanone wurde einfach als eine Kopie der Waffe von Wurmbrand angesehen. Die waren ja noch im Einsatz. Ripp beendete dann seine Versuche und wurde Zeugmeister in Riga, und zwar bis 1643 kümmerte er sich dort um die militärische Ausrüstung der Stadt. Scott verließ Schweden 1628 und verkaufte seine Erfindung nach Dänemark, dessen Gesandter beim Vergleichsschießen ebenfalls anwesend gewesen war. 1630 wanderte er dann nach England aus.
Ab 1630 setzte eine regelrechte Flut von Erfindern ein. Im selben Jahr machten Geistliche Versuche, welche Art Geschütze man am besten auf Schiffen einsetzen könnte. 1631 bis 33 wurden in Augsburg 7 oder 8 Lederkanonen vom Goldschmied und Stückmeister Georg Lotter hergestellt. 1632 erhielt der Kanonenbaumeister Alexander Koert vom Zaren für eine Schießvorführung seiner Lederkanonen eine Belobigung und wurde beauftragt, diese Waffe weiterzuentwickeln. 1633 erhielt ein gewisser Cornelius Schmidt in Amsterdam ein Patent für seine Lederkanone. In Genua wird 1634 ein Kanonenbauer erwähnt, der ebenfalls Lederkanonen herstellte. 1660 drängte der Zar darauf, der von den Lederkanonen sehr begeistert war, eine verbesserte Version zu entwickeln, die auch massive Eisenkugeln verschießen konnte. Allerdings waren die meisten Lederkanonen zu diesem Zeitpunkt schon seit fast 30 Jahren außer Dienst. Nach der Ausmusterung der Lederkanonen wurde ihre Aufgabe der Infanterieunterstützung von den Amüsetten übernommen. Wie die Lederkanonen waren sie ein sehr leichtes Geschütz und hatten ein geringes Kaliber, die Geschosse wogen vielleicht ein halbes Kilo. Im Gegensatz zur Lederkanone konnten sie allerdings Kugeln aus Eisen oder Blei verschießen. Den letzten Einsatz in schwedischen Diensten hatten die Lederkanonen in der Schlacht bei Hönigsfelde am 26.06.1629. Alle 10 eingesetzten Kanonen wurden von den Polen erbeutet, die 6 Stücke behielten und 4 an ihre kaiserlichen Verbündeten weitergaben. Mit den Kanonen verlor man dann auch den taktischen Vorteil, weil nun alle Gegner Schwedens die Nachteile der Kanonen kannten. Leichte Bauweise der Lafette, damit wenig widerstandsfähig, die wie bereits erwähnten 10 bis 12 Schuss, bevor das Rohr abkühlen musste, die Witterungsanfälligkeit der Lederummantelung trotz Imprägnierung mit Teer und Pech und dass die Kanone eben nur den Traubenhagel verschießen konnte. Am 23.12.1629 ließ Gustav Adolf von Schweden die Kanonenmanufaktur dann endgültig schließen. Den letzten Einsatz hatten die Lederkanonen 1689 in der Schlacht bei Killiecrankie. Damit endete die Geschichte der Lederkanonen. Nach nur 67 Jahren wurden sie ausgemustert. Schweden hatte sie davon gerade 3 Jahre im Dienst. Allerdings blieb diese Kanone stets mit dem König Gustav Adolf verbunden. Bevor wir jetzt allerdings zum Ende kommen, gibt es natürlich auch zu den Lederkanonen eine ganz kurze Anekdote. Und zwar belagerte Schweden Anfang April 1631 die von den Kaiserlichen besetzte Stadt Frankfurt an der Oder. Lederkanonen hatten die Schweden zu dem Zeitpunkt vermutlich nicht mehr im Einsatz, was, wovon man ausgehen kann, auch den Belagerten bekannt gewesen sein dürfte. Allerdings machten die sich einen Spaß daraus, ihre Gegner als Heringsfresser zu verhöhnen, die vor Hunger ja sogar schon ihre Lederkanonen aufgegessen hätten. Mit den aufgegessenen Kanonen und der fertig angemalten Batterie endet auch das Video. Ich hoffe wie immer, dass es euch gefallen hat. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von der Idee einer Kanone aus Leder haltet. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann lasst mir einen Like da, teilt das Video oder läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt, und bis bald in meiner Schmiede.